Hallo, liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute mal zu einem Schnellschuss, der eigentlich so gar nicht vorgesehen war. Ich habe doch neulich in Test 170 ein Video über diesen Online-Shop aus China gedreht. Temu heißt der. Und der hat auch recht gute Reaktionen gehabt, muss ich sagen. Und vielen Dank nochmal dafür. Ich habe auch einige neue Abonnenten gewonnen und das freut mich natürlich ganz besonders. Worum geht es aber jetzt hier dieses Mal? Das ist sozusagen ein kleiner Follower, denn ich hatte mir bei Temu dann nochmal 3 Hintergründe bestellt. Lieferung, alles von der Lieferzeit her, lief wieder ganz okay, war alles innerhalb von 2 Wochen allerspätestens da. Aber diesmal hatte ich eine Reklamation. Und da ich ja beim letzten Video gesagt habe, mit Reklamationen weiß ich nicht, wie gut es funktioniert, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal gleich einen Nachsatz zu diesem Video, hier in Test 171. Es geht um diesen Hintergrund. Ich zeige euch jetzt mal in einem Screenshot das Bild, was mir Temu sozusagen bereitgestellt hat im Shop als Vorschau oder was euch auch bereitsteht als Vorschau. Das habe ich mir natürlich auf meinem kalibrierten Monitor angeschaut und das waren dann mehr solche Ocker- und Brauntöne, schön gesättigt, eine Mauer, die ich für meine Projekte recht gut verwenden kann. So, was ich aber bekommen habe, war das hier und das blende ich euch jetzt zusätzlich ein und stelle euch das mal direkt oben drauf. Hier auch mit Graukarte und farbneutralisiert. Also wenn ihr dann den grauen Farbstich habt, dann wisst ihr, euer Monitor passt nicht ganz exakt. Aber egal, das soll ja nichts Thema sein. Auf jeden Fall war ich mit dem Ding jetzt gar nicht zufrieden. Das war jetzt ein Warenwert von knappen 12 Euro. Und wie das Ganze jetzt von der Reklamation her abgelaufen ist, das möchte ich euch im folgenden Kurzvideo zeigen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, liebe Foto- und Videofreunde, da wären wir jetzt einmal wieder bei mir im Temu-Shop. Eingeloggt bin ich schon, das seht ihr dann hier. Und wenn ihr dann auch drin seid, dann braucht ihr hier einfach nur mit der Maus drauf zu fahren. Dann seht ihr hier schon ein Pulldown-Menü und da seht ihr deine Bestellung, deine Bewertung, dein Profil und so weiter. Und wir klicken jetzt einfach mal auf deine Bestellungen. Achtung, ich zeige euch jetzt mal nur andeutungsweise den gesamten Vorgang und erkläre euch das mal in einigen Anfangsschritten, was hier zu tun ist. Da ich ja hier schon eine Reklamation hatte in diesem Bestellpaket, steht hier jetzt natürlich auch Rückerstattungsbetrag gesamt und so weiter, dass hier schon etwas erfolgt ist. Und das war ja dann dieses Teil hier, das habe ich euch in der Einleitung gezeigt. Bei dem Rest der Bestellungen, dieses Teil hier, das war ein bisschen farbstichig, aber ansonsten eigentlich okay. Und das hier war auch nur etwas kontrastschwach und ein bisschen hell gedruckt, aber ansonsten auch in Ordnung. Also ich habe jetzt dann wirklich nur den Apparat hier sozusagen zurückschicken wollen. So, und das Ganze hat auch super gut funktioniert, das darf ich schon gleich spoilern, aber hier seht ihr Rückerstattungsbetrag 11,88 und dass das Ganze wohl offensichtlich schon abgelaufen ist und das ist es auch. So, hier könnt ihr jetzt direkt im Frontend dieser Seite schon gleich auf Rückgabeerstattung gehen und das machen wir jetzt mal. Ein bisschen so als Fake sozusagen. Also ich ziehe natürlich diesen Prozess jetzt nicht komplett durch. Hast du ein Paket erhalten? Ja. Fragt er mich dann nochmal. Und jetzt seht ihr hier dann eine Meldung aufpoppen in schönem Grün. Du hast Anspruch auf nur eine kostenlose Rücksendung von einem oder mehreren Artikeln. Also, wenn ihr eine Bestellung abgegeben habt von jetzt, wie hier zum Beispiel 3 Artikeln, dann dürfte ich alle 3 im Prinzip sogar kostenlos zurücksenden, ohne dass ich also Portogebühren habe. Ansonsten eben einen. Und wenn ich aus dieser Bestellung bereits eine Rückerstattung hatte, bekomme ich die nächste dann nicht mehr kostenfrei. Also da werde ich dann Porto bezahlen müssen. So viel mal dazu. Ich könnte jetzt hier alle auswählen oder ich wähle mir hier jetzt mal eine aus. Und wir machen das jetzt zum Spaß mal. Wir klicken mal hier jetzt bei diesem Teil hier einfach in diesen Button hinein und markieren den. Wenn ihr bereits schon etwas ausgewählt hattet, ich rolle mal runter, dann ist dieser Button entsprechend ausgegraut und man kann ihn auch nicht mehr auswählen. So einfach ist das. So, jetzt verlangt Temu von euch, dass ihr einen Grund auswählt. So, und wir nehmen jetzt mal irgendwas. Wir sagen, Produkt ist defekt oder funktioniert nicht. Da habt ihr viele Sachen zur Auswahl. Ihr braucht auch überhaupt keinen Grund anzugeben, dann gilt das auch. Also,
Produkt ist defekt oder funktioniert nicht und jetzt könntet ihr ein Bild oder ein Video hochladen oder ein oder mehrere Bilder oder Videos. Ich gehe jetzt hier mal auf Hochladen, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet und suche mir mal unser Bild, das ihr in der Einleitung schon gesehen habt, heraus. Temu Testbild habe ich es jetzt mal genannt und gehe auf Öffnen. So, und da ist das Ding. Und jetzt verlangt Temu auch noch einen Kommentar. Also Leute, diese ganzen Unterpunkte hier, Produktdefekt, die sind auszufüllen. Also es muss wirklich etwas angegeben werden. So, und ich gebe einen Kommentar ein, Farben sind falsch. So, zum Beispiel. Ob das jetzt nachher wirklich der Qualitätssicherung dient und da auch der Verkäufer dann entsprechend auch informiert wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier, ihr könntet noch ein Bild hochladen oder mehrere, aber das würde jetzt Temu schon reichen und ihr geht weiter im nächsten Schritt. Also diese Angaben sind verbindlich. So, dann sagen sie noch, Achtung, das muss wahrheitsgemäß sein und dass die Artikel dann enthalten sind, um zusätzliche Versandkosten zu vermeiden. Und ihr seht hier, Produkt ist defekt oder funktioniert nicht. Ihr könntet sogar auch noch Artikel aus anderen Bestellungen zurücksenden. Das müsst ihr dann hier dann weitermachen. Wenn das soweit okay ist, dann klickt ihr hier auf Weiter. Und dann braucht ihr nur noch diesen Button hier anzuwählen und dann dem weiteren Prozess zu folgen. Also wenn ich das jetzt anklicken würde, so, dann kann ich hier jetzt die ursprüngliche Zahlungsart mit PayPal genau dann nochmal nachlesen und dann wird mir das eben auf dieses Konto zurückgesendet, das Geld. Und das Ganze hat auch wirklich anstandslos funktioniert. Also ihr braucht jetzt dann nur noch auf Absenden zu klicken und dann läuft die Sache. Und dass das auch funktioniert hat, das seht ihr jetzt hier in diesen Screenshots, die ich euch einblende. Also da gibt es dann wirklich E-Mail-Bestätigungen und alles. Das war in Ordnung, kann man nicht sagen. Das ist okay. Ich mache das jetzt natürlich dann nicht mehr. Ich gehe auf Zurück und deaktiviere diesen ganzen Kram mal wieder, denn Temu merkt sich das. So, und Leute, zur Datensicherheit bei der ganzen Geschichte. Aus meiner Sicht war die ganz ordentlich und gegeben. Das ist bei Amazon auch nicht anders. Also was ihr hier bei Temu an Daten lassen müsst, das ist auch nicht mehr, als ihr bei Amazon lassen müsst. Ich sehe wirklich tatsächlich dann die einzige Unruhe oder die einzige Gefahr in dieser App, die sich auf euer Handy installiert, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr die Bestellungen über diese App abwickelt. Aber ich mache grundsätzlich, wie ich das im ersten Video schon gesagt habe, meine Bestellungen hier eben über den PC. So, und wie ihr gesehen habt, ich meine, ich konnte das Ganze jetzt nicht bis zum Ende durchziehen, aber bei mir hat es auf jeden Fall problemlos funktioniert. Nochmals, ich hatte fast sofort mein Geld auf dem Konto noch, also innerhalb von einer Stunde war das, glaube ich, gut geschrieben bei PayPal. Habe auch die entsprechenden Meldungen, die Screenshots zeige ich euch hier. Und am Wochenende, also das Wochenende ging vorüber und am Montag hatte ich dann schon mein Geld auch auf meinem eigenen Geschäftskonto wieder gut geschrieben. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr da schon mal in der Hinsicht Erfahrungen mit Temu gesammelt habt, ob das glatt von der Bühne wegging. Natürlich ist auch wichtig, was war das für ein Artikel? Habt ihr da mehr Geld ausgegeben? Wurden Portokosten berechnet oder hat Temu sogar die Beanstandung sozusagen selber reklamiert? In den Kommentaren vielleicht hinterlassen, das ist für uns alle sehr interessant. Bei mir hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert, übrigens auch wie bei Amazon oder wie bei jedem anderen Online-Shop auch. Da war ich bis jetzt noch bei nicht so vielen, aber ich hatte 1 oder 2 Reklamationen auch auf andere Art und das hat einwandfrei immer funktioniert. Dann hoffe ich, ihr hattet einigermaßen Spaß mit diesem Video und zwar informativ für euch. Ich würde mich freuen über ein Like oder über neue Abonnenten auf diesem Kanal. Das letzte Video hat ja mal wirklich da enormes Feedback generiert. Das hat mich sehr gefreut. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Vielleicht diesmal wieder ein Produktshooting. Bis dahin, euer Alex Schwarz.